im 20. Stock des Frankfurter Schneidergebiets herrscht derzeit Spannung. Thomas Schneider 39, milliardenschwer CEO des traditionsreichen Familienimperiums, Stan Kurs Daver, des größte Geschäft des seines Lebens so verlieren ihn 200 Millionen Euro, Joint Venture mit Chili Isle, Ramen aus Dubai, der Schicht elegant an von stille autoritet. Hetet war herende einer Pause auf, Arabisch mit seinen Beretten gesprochen 10 tonvoll leis keinen Zweifel war entit ascht, beledigt, Kurs Daver zu gehen. Der offizielle Dolmetscher saß wegen eines Streiks in München fest, niemand verstand Arabisch, niemand außer einer Frau, die Kinder beachtet Petra Weber 52. Reinigungskraft seit 20 Jahren, als der Schichtsaufstand am die Verhandlung abzurechen, rief Thomas in seiner Wahrflang nach ein Instinkt, der alles verändern sollte. Petra, über Zeit aber gefasst, antwortet auf fleißendem Arabisch. Der Rahmen ist dort. Der Schicht wohnt sich also an nach einem Cousin. Intensiven Austausch idat die sich sein Haltung von Kehloti zu Respekt. Es stimmt einer Fortsetzung der Defertsche zu unter der Bedingung, dass Petra als Dolmetscherin fungiert. Noch in ihrer blauen Arbeitsuniform setzt sie sich in den Verhandlungstisch. Ihr Arabisch war kultiviert, diplomatisch, voller Nuancen. Sie vermittelt nicht nur Wort, sondern wirst endes erklärt kulturelle Feinheiten, übersetzt Emotionen, nicht bloß tis. Das Schicht chelte Thomas mit auf, das Geschäft wird gerettet. Nach Stunden war die Investition gesichert. Muhen die Dadischen des Geber Verleser, paft aber zufrieden bleibt Thomas fassungslos so okay. Hat die Frau, die so die lang unsichtbar in seinen Fluren gearbeitet hat, na wahrgenommen, und sie hat soben sein Imperium gerettet. Aber zu bleiben wollt wissen, wie sie Arabisch sprach, und für ein Gestiert, die sein Welt erstudet. Petra also halt ruhig, was sie wirklich war. Geboren in Beirut als Tochter eines libanesischen Diplomaten und einer deutschen Professorin, war sie zwischen Beirut, Berlin und Dubai aufgewachsen, sprach wir sprechen. Hat international Beziehungen studiert, sie verliert sich in einen deutschen Bearbeiter, Michael Weber, der für die Schneider-Firma arbeitet. Als der libanesische Bürgerkrieg ausbrach, flohen sie mittellos nach Frankfurt. Ihr Abschluss galt nichts, sie wollte Familie und Heimat. Sie begann als Reinigungskraft in denselben Büros, da ihr Mann auf bloßstellen errichtet. 20 Jahre lang war sie unsichtbar geblieben, zogen zahllose Sitzungen Gespräche und Marktspiel. Nun wusste Thomas, warum sie verstand was an der Nahe begriffen. Deutsche Geschichte ging tief von Michael Weber, ihr verstorbene Mann, hat einst Thomas weiter, Friedrich Schneider, auf einer Baustelle des Lebens gerettet, ihn aus dem Weg eins die Resenden stalt, Gestos in uns selbst Verletzungen erlitten. Friedrich hat ihm daraufhin ein schriftliches Versprechen gegeben, die Schneider, Familie über dem oder seiner Familie für immer verpflichtet sein. Dieses Dokument war vergessen worden, begräben in Archiven, bis Petra Hugh durch Zufall in den Mittelpunkt trat. In Tradnen gestern sei Nijus zu haben, dass Friedrich sein Versprechen schriftlich fixiert hatte. Thomas schwieg lange, bewahr Aufstand und sie mit nur Achtung ansah. Ihr Familie hat meinem das Leben gerettet, sagte er. Haben sie es wieder geten. Draußen efter Robert Diabenson Frankfurt in Gold. Aus einer unsichtbaren Reinigungskraft war ein Frau geworden, die ein Imperium gerettet und ein altes Versprechen wieder ins Licht gebracht hat. Der Konferenzraum im 20. Stock des Frankfurter Schneider GBUs war erfüllt von einer beklemmenden Stil. Draußen funkelt die Skyline im Licht eines Mikalos Septemberhimmels, doch drinnen hing die Luftschauer. Thomas Schneider, 39 Jahre alt, Sohn des Patriarchen Friedrich Schneider und nun selbst CEO des milliardenschweren Familienimperiums, stand vor der größten Herausforderung seiner Karriere. Auf dem Spiel standen 200 Millionen Euro und seine Reputation. Der Vertrag mit Sheikh Khalid al-Rahman, einem der mächtigsten Investoren des Nahen Ostens, soll die Zukunft des Unternehmens sichern. Alles war bis ins letzte Detail vorbereitet, arabischer Kaffee, importiert Datteln, kleinen Sende-Präsentationsmappen, makellos unterlegen. Nur eins war schiefgelaufen, der Dolmetscher, ein Expert für Wirtschaftsarabisch, saß wegen eines Streiks in München fest. Ein winziger logistischer Fehler, der sich zu einem Desaster auswuchs. Der Scheich wurde wohl in weißer Kandora, hatte Pflicht genickt, als Thomas die Situation erklärte. Durch der Respekt. Arabische Gesellschaftslut gegen bei formeller Etikett hegen, war verletzt. Thomas beruht die Distanz, die das Misstrauen, solche Arbeit unsergleich reisen. Verhandlungen und Planungen drohten zu zerfallen, weißen zwischen den Fingern. Wohin die Präsentation lief, bleibt der Blick des Schieds unendlich. Sein Fragen waren präzise, sachlich, doch etwas in seinem Tonfall variiert entet Aschung. In der Kaffeepost zog sich der Schied mit seinen Bärten in ein Exohaki.
die menine sprachen ließ auf Arabisch, obwohl Thomas kein Wort verstand, verhüllte dass etwas nicht stimmt. Plötzlich wurde der Ton scharfer. Der Schiedsrichter hab die Stimme, die Beate senkten die Kippe, die Spannung im Raum war greifbar. Sekunden später stand auf, want sich in Thomas und sagt in makellosem Englisch, ich werde die Investition überdenken. Ich broch sieht. What, die das bedeuten. Thomas hers rast das Projekt, das sein Dutch getört worden sollen, so viel wo sein in Argen. In seiner Verzweiflung suchet nach einem Ausweg. Und in diesem Moment fiel sein Blick auf Petra Weber. Sie war seit 20 Jahren Reinigungskraft im Schneidergebiet, ein unsichtbar Gestalt im Hintergrund, die kaum jemand wahrnahm. In ihrer blauen Uniform und mit dem gelben Handschuh in der Hand stand sie wie Inschfern in der Eck, wo sie gerät den Papierkorb leeren wollte. Doch Jessity variiert etwas, das Thomas stutzig macht, sie verstand, was der Schieds gesagt hat, ihr Augen waren weit geöffnet, und ihr Ausdruck zeigt eine Mischung aus Erkenntnis und innerer Kohl. Oh nee, nicht zu denken. Dreht sich Thomas so Petra! Rief zum ersten Mal nannte sie beim Namen. Verstehen sie Arabisch, in Ronen ging durch den Raum. Der Schieds bleiben der Tür stehen, sein Berater hielten in. Alle Augen richteten sich auf Petra, die langsam den Eimer abstellt, tief deutschet mit an den, ruhig und selbstsicher auf Arabisch zu sprechen begann. Klangere Stimme war fließend, vertraut nicht des Bereich Arabisch einzelnen Enden, sondern die Sprech einer Mutter, die sie sit kein dit kannte. Der Schieds dreht sich zu ihr, stand fast ungeljubig. Stellt eine Napperfrage, sie antwortet dann entspannt sich ein Kurser, intensiver Dialog. Die Stimmung ändert sich, woran which Respekt, Misstrauen woandelt sich in Aufmerksamkeit. Nach wenigen Minuten want sich der Schieds und Thomas an sagt mit ruhiger Stimme, ich bin bereit, die Verhandlung fortzusetzen, aber wenn sie uns begleitet. Thomas nickt sofort, und zu belegen. Petra war aber noch immer in Reinigungsuniform, setzt sie sich in den Tisch zwischen den Mädchen, die aus sehr unterschiedlichen Welten stammten. Sie übersetzt G's Wort präzise und mit Feinschwert nicht nur sprachlich, sondern kulturell. Sie wusste, wann ein arabischer Ausdruck Appetit und wann ein deutsches Wort zu hart klang. Wenn der Schieds bildhaft Redundungen benutzt, fand sie dafür das perfekte deutsche Äquivalent. Wenn Thomas über Zahlen sprach, kleidet sie sein Wort in Respekt und Würde. Innerhalb von Minuten wird ändert sich der Ton der Gespräche. Der Schieds begann zu erzählen, hält die Anekdoten, macht klein Schaas Thomas Anspannung with Erläuterung an sein Team beobachtet fassungslos, wie die Frau, die sie nahe Beachtet hatten, das Schicksal des Unternehmens lenkt. Weist an den Speed war alles entschieden. Der Schieds schüttelt Thomas die Hand, lobt sein auf Partnerschaft, und versprach, die Investition zu best teilen. Die Sitzung endet mit häuslichen Worten, und die Delegation verließ den Raum. So blieb ein stiller Schock. Thomas fiel in seinen Stuhl at Mietschor und sah, wie Petra unauflegt den Papierkorb hob, wieder in den Hintergrund zu verschwinden, als sie nichts geschehen. Doch diesmal hielt sie auf. Bleiben Sie bitte, sagte mit leiser, zittriger Stimme. Ich muss wissen, was Sie sind. Petra sieht ja dann nicht sie. Noch in ihrer Arbeitskleidung setzte sie sich, zog die Handschuhe aus und begann zu sprechen. Petra schwieg einen Moment, als euert sie den Mut zusammen, etwas zu sagen, das sie jahrzehntelang verborgen hat. Dann hob sie den Blick und Stimme ruhig klar und voller Beurteilung, lilti den Raum. Mein voller Name ist Petra Almardi Weber, begann sie, ich wurde 1973 in Beirut geboren. Mein Vater war libanesischer Diplomat, mein Mutter ein deutsche Professorin für Sprachen. Ich bin zwischen Beirut, Berlin und Dubai aufgewachsen. Arabisch war mein erstes Sprach. Deutsch mein zweit. Thomas und sein Team arten gebannt zu. Niemand hat die dass die Frau, die jahrelang unsichtbar durch die Büros gegangen war, in Leben gehabt hat, der zwischen Diplomatie, Kultur und Krieg stand. Ich habe international Bezhungen an der American University of Beirut studiert, fahr sie fort. Ich wollte Dolmetscherin oder Botschafterin werden. Doch dann lernte ich in Frankfurt einen Mann kennen, Michael Weber, Bearbeiter B. Schneider-Bohl. Sie lächelt schwarz. Ihr war anders, einfach ehrlich miteinander die hart arbeiten, aber mit einem Herzen, des Verstand. Die Liebe sei in ein neues Leben Jeff Hart, fort von den prunkvollen Empfangselen Beiruts, heinen in ein Welt aus Staub, bieten an ehrliche Arbeit. Als der libanesische Bürgerkrieg ausbrach, verloren sie als Petras Eltern kamen bei einem Bombenangriff ums Leben. Sie flohen nach Deutschland mittellos, mit nicht als Hoffnung, war kein Anfang, sondern ein Praerfang. Ihr Studienabschluss galt nicht, ihr Zeugnis waren verbrannt, ihr Vergangenheit nicht nachweisbar.
Sie nahm die Arbeit en, die sie bekam als Reinigungskraft in den Gebäuden der Familie Schneider, worin Michael weiter auf bloßstellen arbeitet. Jar wurden zu Jasinten. Sie sah, why generationen von Managern kämen an Gingen, way Thomas vom Jungen Samsio word, und zu wissen, dass glitch beobachtet. Sie rat Diskussionen über Millionen, worin sie still die Tisch wischt, und lernt mehr über die Welt der Gesellschaft als Engagement ahnte. Thomas saß da, sprachlos ergriffen. Doch was sie als Chester sagt, in tiefer als alles Suva, mein Mann Michael kannte ihren Vater, sagt sie lies. Hat ihm immer das Leben gerettet. Thomas hab überrascht den Kopf. Petra hielti, dass man 1995 auf einer Bostel gearbeitet hat, als ein stolzer Inbrach. Friedrich Schneider wurde damals bei ums Leben gekommen. Michael hat ihn im letzten Moment aus der Jefferenson Gestus und dann selbst die Wortes auf Brose litten. Wochenlang lag im Krankenhaus, und Friedrich Schneider hat ihn dort glitch, bis dort ihm alles an Geld einen Bürojob ein Haus. Aber Michael leiht ab, wollte einfach weiterarbeiten. So wie ehrlich immer das tan, hat gesagt. Thomas stand langsam auf. Ich erinnere mich, murmelte Mein Vater erzählte mir von einem Arbeiternehmensweber, der sein Leben verdankt. Dann ging zum Fenster, blickt auf die Untergrenzen über der Stadt. Mein Vater hat nach diesem Unfall etwas geschrieben. Fuhr fort. Ein Versprechen, wenn dieser Mann oder sein Familie etwas brochen würden, sollte Schneider Bau antworten. Eine Rennschuld, ich dachte, es sei ein Legend. Aber sie waren das. Petra schwieg, ihre Augen gleisten vor Tränen. Michael starb vor 7 Jahren Lungenkrebs, flüstert sei. Ihr sprach nie über diesen Tag. Weil wusste, dass weiter sein Versprechen gehalten hätte, wenn gekommen ist. Aber wollte nie Mitleid, Thomas want sich so bewegt, sein Stimmbrau chig, anhut. Petra, sagte, haben Sie dieses Versprechen eingelöst. Sie haben nicht nur meine Firma, sondern meine Familie geehrt. Ein Moment tiefer still erfüllte den Raum. Draus in Licht die Skyline in Orange und Gold. Die Stadt, Symbol von Macht und Reichtum, wirke plötzlich clean im Vergleich zu dem, was geschen war. Thomas trat vor, rietet Peter die Han nicht als Chef, sondern als Mensch. Ich schuld Ihnen ein Ehrenmann mehr, als Wort aus der Kinkeo nennen, sagte Lees. Von Hüten arbeiten Sie nicht mehr als Reinigungskraft. Wenn Sie wollen, würden Sie Sprach- und Kulturberaterin unserer internationalen Projekt. Ihr Erfahrung, ihr Geschichte, ihr Wissen, das verdient Respekt. Petra seien und überaus fast angelübig. Dann erzählt sie ein stilles, ehrliches Erzählen, das mehr sagt als Dank. Ich wollte nicht mehr sehen als Ninjutus Lick, antwortet sie, aber willit ist das jetzt genug. Thomas nickt. Als sie den Raum verließ, fiel das Litter Sonne auf die gallen Sendenfenster des Schneider Gebäudes. Der Tag der Verzweiflung begonnen hat, indeed mit damit an einem neuen Anfang. In den oberen Etigen des Imperiums, wo Zahlen und Macht den Ton angeben, hat ein Froh, die niemand beachtet hat, den waren Wort von Loyalität und Menschlichkeit offenbart. Agenda zwischen Vergangenheit und Gegenwart hat sich ein altes Versprechen FFU laut nicht in Wörter gen oder Zahlen, sondern in Bujuerad. Thomas hat sein Wort gehalten. Petra wollte kein Neid, sondern Respekt. Als erklärt, dass keinen gefallen, sondern einen Postenanbot nicht aus Mitleid, sondern wegen Kompetenz begann etwas, des niemand vergessen hat. Schneiderbau expandiert in den Nahen Osten, und Petra mit ihrer Kenntnis von Sprach, Kultur und Diplomatie wurde unentbehrlich. Wo der offizielle Dolmetscher auf Wort achtet, verstand Petra Menschen. Schichal Ramen selbst bat, ihre Anwesenheit beeindruckt von der Buurworde mit der sie komplex Verhandlungen hatte. 3 Monate später schritt Petra Weber durch die Lobby in einem grauen Kostüm mit einem Ausweis, auf dem stand Direktorin international Besahangen Näher Osten. Ihr Gang war sicher, ein Blick ruhig, die Frau die eins zu bersehen wurden unrespektvoll gegraut. Anfangs verhielt sie sich wie ein Hochstaplerin, doch bald erkannte sie. 20 Jahre still so ren hätten sie zu einer Meisterin der Menschenkenntnis gemacht. Sie hat Geschäft mit Souveränität, navigat durch kulturell Vollstrick, Juan Vatron und Bad Braken. Projekt in Katar, Saudi-Arabien und den Emiraten folgten. Thomas sah mit Stonen, wie Petra auflag, wie still otterit wurde. Sie lati ihn, wie eng sein Blick Jusen war, wie viel Talent anbietet blieben, will niemand sie wahrnahm. Begann, über sein Vater an Michael nachzudenken, über Menschen.
die das Fundament gebaut hatten bei Wörtersen Worden. Altarbeiter erzählt why loyal, Fleece, igen auf Frichtig Michael Jusen war man, de half, Ruhm zu wollen. Die verstand Thomas, dass der war reichtum seines Vaters nicht in Beten, sondern in Charakter lag. Absatz total toegeben Erkanntnis 6 Monats te organisiert Thomas Ort Urju, hillisches Ereignis kein Fest für Juden, sondern für Menschen. Im Frankfurter Armer versammelten sich Arbeiter, Architekten, Reinigungskraft, alle unter einem Dach. Ein Gedenktag die nehmen Gina, die das Unternehmen im stillen Getrigen hatten in der Spitzes Michael Weber. Als Petra sie sah, wehnt sie nicht aus Trauer, sondern aus Anerkennung. Thomas sprach über das Versprechen seines Vaters, über die Unsichtbaren, die das Fundament bildeten, und über Petra, deren mit ihnen ganzes System verändert hat. Denek wandelte sich Schneiderbau grundlegende Direkte Laune, Ausstiegschancen für einfache Arbeiter, Programm zur Entdeckung verborgener Talente. Ein Sacherin mit Architekturabschluss Word Projektleiterin, ein Ledgerarbeiter, der chinesische Sprache vermittelt internationale Lieferungen. Effizienzstieg nicht trotz Menschlichkeit, sondern wegen Peter Word Mentorin, den Symbol dieser neuen Philosophie, Zueja später sah sie im 18 Stock, wo der Skyline Frankfurts in einem Büro, des Fraher verändert bestimmt war. Manchmal sah sie im Spiegel noch die Frau in doubler Uniform, doch jetzt wusste sie, dass die aus Identität kam, nicht aus Titel. Zwischen ihr und Thomas entstand ein tief, familiäre Verbundenheit sei, die in Laut zu sein, der ihr Wörterin so kach gab. Und als Thomas die Michael und Petra Weber Stiftung graden diese Erforderung vergessene Talent an Einwanderer mit angenusten verhicketen Schloss sich einkries. Petra, prasideten half den unsichtbaren sichtbar zu werden, jedes Jahr hielt Schneiderbau in, und Jean Zuerinnen, die ohne Anerkennung gebaut hatten. Und Petra, wenn sie Benz Michaels Foto betrachtet, wusste sie hatte die Babyrad nie verloren, sie hat sie bewahrt, still, geduldig echt, denn war gerade litt nicht im Aufstieg, sondern im Aufrichten anderer. Ihre Geschichte wird zur Botschaft manchmal riet ein Stimme im richtigen Moment, die Welt zu verändern oder zumindest den Blick auf sie. 6 Monate nach der Entdeckung ist verborgenen Talents Veranstoltit Thomas völlig anders für mein Event, kein Fest für Erfolg oder New Wörter sondern ein Gedenk für all Jean, die Schneiderbau im stillen groß gemacht hatten. Im historischen Frankfurter Raum versammelten sich über 300 Menschen, Ingenieur, Architekten, Reinigungskraft, Bearbeiterfahrer. Zum ersten Mal standen sie alle auf gleicher Augenhöhe. In der Mitte des Saals golden sie ein Bronzenjedentefeil mit einer Schlitteninschrift. Die Mann und Frauen, die dort haben, oder Jesachen zu werden, ganz oben stand ein Name Michael Weber. Als Peter die Tafel sah, liefen Tradnen über des Jesset. Aus Trauer, sondern aus Dankbarkeit. Natural Dangeren wird der Mann, der einst Leben gerettet und selbst im Schatten gearbeitet hat, endlich giert. Thomas trat vor an erste Halt die Geschichte seines Vaters, des Bearbeiters Michael Weber, des Versprechens, des Vergessen, aber nie gebrochen worden war. Sprach von Petra von ihr stillen Graus, ihrem Wissen, ihrem Matt, und wie sie gesehen hat, das Talent kein Teilbrot, sondern nur ein Chance. Die Rede wird zu einem Wendepunkt für das Gesamtunternehmen. Thomas verhat Reformen ein, die aktiviert Änderung brachten für Eluten gerettet Aufstiegschancen, Programme zur Förderung anerkannter Hicketen. In wenigen Monaten entdeckte Schneiderbau eine Fülle von Potenzial, das Jahrelang übersehen worden war, ein Lagerarbeiter, der Fleiß in chinesischer Sprache wird ein Sprechpartner für Außenjustiz, ein Sekretärin mit einem alten Architekturabschluss, U-Bahn- und Baukoordination, ein Fahrer mit Buchhaltungserfahrung, litit plötzlich das Internrechnungswesen. Das Unternehmen wurde effizienter, menschlicher und paradoxerweise profitabler als Jesuva. Petra wird nicht nur Symbol dieses Wandels, sondern Mentorin für all die sich unsichtbar fühlten. 2 Jahre später saß sie in einem hellen Büro im 18. Stock mit Blick auf die Skyline. Bücher in wir sprachen in den Regeln. Manchmal sah sie im Spiegel noch die Frau in der blauen Uniform, doch jetzt wusste sie, dass Identität nicht das ist, was an der sehen, sondern was man selbst erkennt. Zwischen ihr und Thomas war ein tief, fast familiäre Bindung entstanden, kein Chef und Angestellt, sondern 2 Menschen, die sich gegenseitig verstanden hatten. Eins abends, als sie gemeinsam auf das Littermeer der Stadt blickten, sagt Pech Berühr dies wahnsinnig nicht. Sie waren schon ja, aber sie haben mich gellet. Das du gerade nicht genommen werden kann, na übersehen. Dies Wort blieben Thomas im Jedkenntnis, bald darauf grandete die Michael und Petra Weber Stiftung,
Verbot origin Talenta zufadernd Menschen mit Ausbildung, aber ohne Chance mit Wissen, aber ohne Beüinen. Petra Word Co. Präsidentin, Suchetin Fabriken, Büros und Werkstätten Netgehen. Da im Schatten arbeiten, angab eine Stimme. Jedes Jahr am Gerestag von Michaels Toddsklos Schneiderbau für ein Stand, sich an all unsichtbaren zu erinnern, die groß ist gelistet hatten. Und jedes Mal, wenn Petra Speed tabens kam, sah sie auf das Foto eines Manns, lächelte und dachte, ich habe es geschafft, nicht will jemand mehr haf, sondern will jemand endlich hinser. Ihre Geschit war keine Ermüdung über Ostig, sondern ein Zeugnis menschlicher Bujurade. Denn war Macht, das wusste sie nan, lag nicht im Beherrschen, sondern im Erkennen an dem Macht endlich zu sprechen, wenn all well schweigen erwartet.